Bei Einfach Genial geht es heute ums Heimwerken. So gut wie hier hält es ja nicht immer. Je nach Wandbeschaffenheit kann das mit dem Dübel ja ein kleines Problem werden. Deswegen schauen wir uns heute einen Universaldübel an, der in jeder Wand halten soll. Und wir zeigen Ihnen weitere Erfindungen. Zum Beispiel eine Vorrichtung zum Türenstreichen. Außerdem eine flexible Staubsaugerdüse, mit der man die Möbel schonen und zum Putzen in jede Ecke kommen soll. Und wie Carbonbeton in Zukunft das Bauen verändert. Ein weltweit einzigartiges Gebäude entsteht in Dresden. Um Erfindungen rund ums Bauen und Renovieren auszuprobieren, ist Einfach Genial heute im Schulungszentrum der Handwerkskammer zu Leipzig. Handwerkerprofi und Ausbilder Michael Pflanz wird Henriette mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie ist es für dich, wenn jetzt so neue Erfindungen zum Thema Handwerk kommen? Ich bin schon gespannt, was es für neue Technik gibt. Ich bin da auch gerne offen für, weil es kann nicht immer alles nur auf dem Alten bestehen bleiben. Es wäre schon schön, auch mal gewisse Neuerungen zu haben, wo ich sagen kann, das macht Sinn, das hat auch Effekt und das hat auch Zukunft. Die erste Erfindung soll ein Problem lösen, das jeder kennt. Man will Dübel und Schraube in die tapezierte oder verputzte Wand bringen und weiß nicht, trifft man mit dem Bohrer den Stein oder doch die Fuge? So. Hier siehst du jetzt, es bröselt etwas raus. Das kann dir durchaus passieren, wenn du die Fuge im Altbau triffst oder in alten Gebäuden, dass dir die Fuge ausplatzt. Automatisch hat der Dübel keinen richtigen Halt mehr, kann sich also wieder lösen. Es wackelt extrem. Ja. Es würde über lange Zeit nicht halten. Man müsste den Dübel wieder rausziehen, man müsste jetzt verspachteln mit Gips, den Dübel reindrücken, aushärten lassen und dann kannst du erst wieder schrauben. Bei solchen und anderen Problemwänden soll die Erfindung von Christian Steinbrunner helfen. Ein Universaldübel. Der gelernte Schreiner aus der Nähe von Passau verspricht, dass sein Dübel in jeder Wand hält, egal aus welchem Material sie ist. Also sieht ja jetzt auf den ersten Blick nicht aus wie ein Dübel. Es ist eine Art Dübelblock. Den kann man auf die nötige Größe zurechtschneiden. Die Schraube soll dann an jeder beliebigen Stelle des Blocks halten. Also das Versprechen, was du gibst heute, ist, dass wenn wir das jetzt ausprobieren, dieser Dübel hält in jeder Wand, egal wie die Beschaffenheit ist. Genau richtig. Der Erfinder führt es davor, wo eben noch der normale Dübel gescheitert ist. Er schneidet den Block zuerst ungefähr auf die Form des Lochs zu. Dafür benutzt er eine eigens konstruierte Schere. Es soll aber auch mit einer Gartenschere oder Ähnlichem funktionieren. Mit einem 16 mm Bohrer vergrößert er das Loch jetzt auf den empfohlenen Mindestdurchmesser und rundet die Ecken des Blocks etwas ab. Dann schiebt er seine Erfindung mit der flachen Seite zuerst in die Wand. Und dann wird er mit dem Hammer verkeilt. Okay. Genau. Und schon kann die Schraube rein. Okay. Ist fest. Testest du? Ist tatsächlich fest. Okay. Und zwar richtig fest. Tatsache, bombenfest. Hätte ich jetzt nicht gedacht. In einem Modell in der Seitenansicht erkennt man das Prinzip. Im Gegensatz zu anderen Dübeln ist die Erfindung innen nicht hohl. Wird eine Schraube hineingetrieben, drückt sie den Dübel in alle Richtungen auseinander. Die kantige Außenfläche verhakt sich in der Wand. Ob der Dübel wirklich in jedem schwierigen Material hält, das probieren Henriette und Michael jetzt mal aus. Als erstes bei einer Wand aus Gasbeton. Dieses poröse Material kann schnell bröseln. So einen Schlagdübel rein, das kriegt jeder. Es gibt zwar bereits Spezialdübel für unterschiedliche Wandarten, die Erfindung soll aber keine Speziallösung sein, sondern in allen Wänden halten. Schauen wir mal. Er hält. Ein anderes Material, dem schwierig mit herkömmlichen Dübeln beizukommen ist der Hohlziegel. Hier kann ein Dübel leicht nach hinten wegbrechen und im Hohlraum verschwinden.
Oh. Das sollte natürlich nicht passieren. Das soll schlecht werden. Warte mal, stopp. Christian, hier ist jetzt gerade so ein Stück vom Dübel abgebrochen. Ist das schlimm? Können wir die Schraube trotzdem noch reinmachen oder haben wir jetzt ein Problem? Die kann man trotzdem noch reinmachen, aber der Dübel hätte wahrscheinlich ein bisschen kleiner geschnitten werden noch sollen. schmaler. Genau, Okay. das ist das einzige Problem. Zeig mal. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt hat es mich auch Das verkeilt sie trotzdem. Respekt. Zu guter Letzt soll die Erfindung auch in jede Art Loch passen, egal wie groß und unförmig. Dafür schlägt Henriette 2 Stücke vom Dübelblock in die Wand. Zum Abdecken der Dübelstelle nimmt man später einfach etwas Spachtelmasse. Das ist Tatsache. Also, dein Fazit, ist das was für den Handwerker-Profi? Also für einen Profi definitiv, sage ich mal. Beim Laien denke ich eigentlich auch. Ich sage, ich bin Laie und ich sage, mit Übung kriegt man das hin und das ist eine tolle Alternative zum normalen Dübel. Okay, freut mich zu hören. Ne? Nach dem Universaldübel probiert Henriette gleich eine Erfindung zum leichteren Streichen aus. Doch zuvor geht's auf eine Baustelle nach Dresden. Auf den ersten Blick eine ganz normale Baustelle. Doch die Wände, die hier entstehen, sind alles andere als normal. Das Material, aus dem sie bestehen, könnte den Hausbau revolutionieren. Professor Manfred Kurbach von der TU Dresden hat den Baustoff mitentwickelt. Statt Stahl wird ein Carbongewebe zur Armierung verwendet. Am Anfang wurden wir manchmal etwas belächelt, weil wir da so was Weiches in den Beton hineingeben. Aber je mehr wir daran geforscht haben, umso mehr haben wir gemerkt, wie groß das Potenzial ist. 2016 bekamen er und sein Team für die Entwicklung den Deutschen Zukunftspreis. Jetzt ist es soweit. Das weltweit erste Haus aus dem innovativen Baustoff kann entstehen. Der Stahl hat eine Festigkeit von etwa 500 Newton je Quadratmillimeter, das Carbon von ungefähr 3000. Es ist also 6-mal so fest wie der Stahl. Und deswegen sieht diese Matte viel dünner aus, trägt aber genauso viel wie die, vielleicht sogar noch mehr. Bisher wurde Carbonbeton vor allem eingesetzt, um bestehende Gebäude oder auch Brücken zu sanieren und zu verstärken. Jetzt will das Team um Professor Kurbach die Vorteile des Baustoffs in einem kompletten Gebäudebau aufzeigen. Hier auf dem Campus der TU Dresden. So soll es aussehen, das Haus der Zukunft. Wand und Decke sind als doppelt geschwungene Welle konstruiert. Solche Formen sollen mit Carbonbeton einfacher zu realisieren sein als mit Stahlbeton. Bei diesen Carbonmatten ist es so, dass jedes Garn aus insgesamt 50.000 einzelnen Filamenten besteht, die dann auch nach der Tränkung dann immer noch relativ beweglich sind. Und das macht es möglich, dass man solche gekrümmten Strukturen sehr leicht herstellen kann. Die geschwungene Wanddachkonstruktion besteht aus mehreren Schichten. Zwischen 2 Lagen Carbonbeton befinden sich Dämmkörper aus Styropor. Die Herausforderung im Bau: aufgrund der geschwungenen Form kann der Beton nicht einfach in eine Schalung gegossen werden. Das Dach muss Stück für Stück aufgebaut und der Beton von Hand eingespritzt werden. Rein körperlich ist es anstrengender natürlich von der Bühne aus zu arbeiten. Die Styroporkörper haben eine bisschen eigenwillige Form, können Sie sich ja unten mal angucken. Und das muss ja sauber hinterspritzt sein. Da das Bauwerk einzigartig ist, müssen einige Arbeitsschritte neu gedacht und geplant werden. Außerdem dauert der Aufbau des Dachs durch die besondere Bauweise länger, erklärt der Polier vor Ort. Ist zeitintensiver. Ja, durch das Spritzen. Die Fläche könnte man theoretisch bis hierher an einem Tag locker fertig betonieren. Und hier sind es eben mit der Dämmung kleben, untere Lage, 4 Tage, 5 Tage. Auch wenn es in der Konstruktion aktuell noch sehr aufwendig ist, Professor Kurbach und sein Team wollen mit der geschwungenen Wanddachform zeigen, dass mit Carbonbeton außergewöhnliche Architekturen machbar sind. Neben den erweiterten Möglichkeiten bei der Gestaltung hat Carbonbeton gegenüber Stahlbeton einen weiteren Vorteil. Die Wände können deutlich dünner gebaut werden.
Im Moment haben wir jetzt hier eine Dicke von ungefähr 7 cm für den Carbonbeton. Wenn das aus Stahl wäre, müsste die mindestens 14, 15 cm dick sein. Denn Stahl kann rosten und braucht deshalb eine dicke Betonhülle, um Korrosion zu verhindern. Die Carbonmatten hingegen sind rostfrei. Der wichtigste Vorteil ist, dass wir Material sparen. Wenn Sie bedenken, wie knapp der Sand in manchen Teilen der Erde schon geworden ist, haben wir ein echtes Ressourcenproblem. Und wir können nicht mehr mit so viel Material bauen wie in der Vergangenheit, müssen uns also beschränken. Wände, die mit Carbon gebaut werden, kommen mit halb so viel Beton aus wie stahlbewehrte Wände. Sie sind langlebiger, allerdings aktuell noch teurer. Dennoch ist das erste Carbon-Betonhaus ein Meilenstein für die Zukunft des Bauens. Und jetzt ist es auch ein Stück Stolz, dass sich 25 Jahre Forschung jetzt in diesem Haus materialisieren. Im März kommenden Jahres soll das Haus fertig sein. Die TU Dresden will es dann als Büro- und Veranstaltungsgebäude nutzen. Außerdem dient es Forschungszwecken. Messsensoren in Decken und Wänden überwachen 10 Jahre lang, wie Außen- und Innenklima auf das neue Baumaterial wirken. Zurück im Schulungszentrum der Handwerkskammer zu Leipzig. Für Henriette und Michael geht's mit der nächsten Erfindung weiter. Diese Tür, die kriegt jetzt von uns einen neuen Anstrich und da hilft die nächste Erfindung. Klaus Braun aus Forbach in Baden-Württemberg hat eine Vorrichtung entwickelt. Damit sollen nicht nur Türen, sondern auch Fenster und sogar Gartentore einfacher zu streichen sein. Bei der Hausrenovierung kam dem ehemaligen Werkzeugmacher die Idee für seine Erfindung. Es gibt 2 große Problemzonen. Wenn du die Tür streichst, du hast hier einfach keinen Abstand zur Zeige. Du kommst mit Rolle und Pinsel ganz schlecht bei. Und dann hast du nur ein ganz geringes Spaltmaß zum Boden. Das heißt, ich kann da wieder mit Pinsel oder mit Lackrolle durch. Deshalb werden Türen für gewöhnlich ausgebaut und in der Waagerechten gestrichen. Doch das nimmt viel Platz weg. Und man muss mit dem Streichen der Unterseite warten, bis die Oberseite trocken ist. Und jeder seine Grundfestigkeit hat, kann sich Staub drauflegen. Das verändert natürlich dann das Lackbild, verschlechtert das Lackbild. Und wenn dann noch die Katze raufspringt, dann wird es natürlich höchst interessant. Dann wird es ganz interessant. Mit der Erfindung von Klaus Braun können Türen in der Senkrechten gestrichen werden. Dazu hat er eine Vorrichtung aus Metall konstruiert. Außerdem gehört dieses Holzstück als Stopper dazu. Zuerst hängt er das Metallteil als Abstandshalter in die Scharniere der Türzarge. Wir montieren das Zwischenstück so, anstelle der Tür und hängen hier die Tür ein. Ich habe mir den Platz geschaffen, der vorhin bei der Zeige ganz eng war. Und durch diesen Z-förmigen Versatz habe ich mir den Freiraum zum Boden geschaffen. Es gibt schon Hilfsmittel auf dem Markt, mit denen Türen ebenfalls in der Senkrechten gestrichen werden können. Die sind jedoch relativ sperrig und nutzen nicht die Türzagen, so wie diese Erfindung. Ist die Tür wieder eingehängt, dient das Fixierholz als Stopper, damit sie beim Streichen nicht herumschwingt. Los geht's mit den Streicharbeiten. Experte Michael widmet sich der größten Problemzone, der Innenkante der Tür. Und, wie ist es? Ich habe definitiv mehr Platz, bin dadurch schneller. Viel schneller. Ich habe gerade instinktiv hier festgehalten, muss ich ja gar nicht. Die Tür ist ja stabil. Ist gerade so ein bisschen hier wie bei Herzblatt, ne? Wir sehen uns gar nicht. Wir reden nur miteinander. Aber weißt du, was ich toll finde? Dass wir durch diese Erfindung jetzt gerade beide gleichzeitig streichen können und dadurch natürlich noch schneller fertig sind. Definitiv. Huch. Huch. Das haben wir nicht fest genug angezogen. Also ich halte. Also das muss echt richtig fest, ne? Also warte, ich gucke, ob es stabil ist, ja. Weil Okay. sonst wird die Tür an der Tapete. Dann wird die Tapete blau. Ist alles gestrichen, kontrolliert Henriette nochmal die Problemzone Innenkante. Ein Fazit, Michael. Also, es geht auf jeden Fall sehr schnell. Kommst überall sauber ran. Eine Sache noch, und zwar, du hast ja vor uns unten gesehen, uns ist es weggerutscht. Genau, ja. Da könnte man vielleicht sagen, einen Ticken verbessern. Ja, Da okay. denke ich, ist noch ein bisschen ein Problemfaktor. Das nehme ich mit. Dann vielleicht eine Gummimatte rein.
Irgendetwas, was sich verkrallt mit dem Holz. Was besser griffig ist irgendwie. Bevor das Handwerkerteam die nächste Erfindung ausprobiert, schauen wir uns an, was aus einer Idee aus der Vergangenheit geworden ist. Dabei geht es um diese ungewöhnliche Staubsaugerdüse, mit der man ganz einfach überall hin und in die kleinste Ecke kommen soll. 2019 hatten wir Ihnen den jungen Erfinder Felix Röwekämper vorgestellt, der die Düse erfunden hat. Die Idee dazu hatte er, als er zu Hause sah, wie umständlich und mühsam das Staubsaugen ist. Entweder die Möbel müssen verrückt werden oder man nimmt die Düse ab. Ne? Also es ist immer irgendein Aufwand. Also begann der gelernte Industriemechaniker zu tüfteln, um das Problem zu lösen. Ich habe mir überlegt, eine Staubsaugerdüse zu entwickeln, die sich den Begebenheiten im Wohnraum anpassen kann. Das heißt, wir haben hier 2 Saugarme, die sich komplett wegklappen können, und so könnte man jetzt in einen Zwischenraum fahren. Mit dem Prototyp zeigte er uns, was das bedeutet. Die Holzleisten simulieren Kanten von Möbelstücken und Zimmernischen. Grundsätzlich ist es erstmal hier die Saugfläche, hier wird die Luft eingesogen und hier komplett in den Staubsauger hineingesogen mit dem Schmutz. Das Neuartige an seiner Düse, die beiden flexiblen Saugarme, die sich in beide Richtungen bewegen lassen. Und ganz entscheidend, diese Federn. Die sind dafür da, dass die Saugarme immer wieder in die Grundstellung zurückgeführt werden. Weil wenn der Arm natürlich so irgendwie stehen bleiben würde, wäre es nicht gerade optimal, weil wir dann nicht die komplette Breite haben, die wir dann saugen würden. Seit der Vorstellung seines Prototyps vor 2 Jahren hat sich einiges getan. Und viele Leute wurden auf den Erfinder aufmerksam, wie er uns in einem aktuellen Video-Interview berichtet. Es ist einiges passiert. Klar, es kamen viele Leute auf einen zu, viele Interessenten. Danach auch ein weiterer Fernsehsender. Ich war in einer großen TV-Show zusätzlich nochmal. Und die Aufmerksamkeit wurde immer größer. Immer mehr Leute hatten Interesse an der Flex-Düse oder ja jetzt Flip-Flop-Düse. Und ja, somit kamen auch viele Firmen auf mich zu. Ich war eigentlich bei allen bekannten deutschen Marken eingeladen und das war eine sehr interessante Erfahrung. Schließlich aber entschied sich Felix für ein Start-up, das mit ihm zusammen aus dem Prototyp jetzt dieses serienreife Modell weiterentwickelte. Grundsätzlich denke ich mal, man erkennt sie immer noch wieder vom Prototypen. Ja, was hat sich geändert? Wir haben zum Beispiel hier die Bürsten, da haben wir eine andere Zusammensetzung genommen, dass man die Düse einfach leichter schieben kann, die besser läuft. Genau. Zusätzlich haben wir die Saugkanäle nochmal optimiert, dass die Saugleistung einfach noch eine bessere ist und die Düse an sich leiser saugt. Grundsätzlich die Funktion ist immer noch die gleiche. Das heißt, wir können in beide Richtungen die Arme schwenken, können Möbel schützen, können in jedem Zwischenraum saugen. Und mit seiner Düse im neuen Design will Felix spätestens Anfang des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich extrem. Übrigens arbeitet Felix schon an neuen Ideen. Vielleicht ist er bald wieder mit einer Erfindung bei Einfach Genial. Die nächste Erfindung rund ums Bauen und Renovieren ist der sogenannte Rührsack. Erfunden hat ihn der Schweizer Kurt Welti. Mit seiner Innovation soll die Verwendung von Mörtel und Estrich für Laien und Profis erleichtert werden. Du bist Fliesenleger, das heißt, du hast, glaube ich, schon 1000-mal Estrich angerührt. Genau. Dann zeig uns doch mal hinter dir, wir haben alles beispielsweise, wie du das normalerweise machst, bevor wir uns deine Erfindung anschauen. Okay. Normalerweise nehmen wir den Zementmörtel. Das ist jetzt das große Problem. Das ist das große Problem, der ganze Staub? Der Staub, ja. Was normal immer entsteht. Ja. Wenn der Zement mit Wasser verrührt wird, staubt es weiter. Das belastet die Lungen und der Staub breitet sich im Raum aus. Darum wird sowas in aller Regel draußen angemischt. Der angerührte Estrich oder Mörtel muss dann aber auch zur Verarbeitung hineingetragen werden. Das ging dem Fliesenleger mit der Zeit in die Knochen. Und da hast du dir dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Genau. Und so entstand der Rührsack.
Das sieht für mich, nicht falsch verstehen, auf den ersten Blick erstmal aus wie so ein Kleidersack. Aber gedacht ist es für was anderes? Genau, für den Zementessig anzurühren. Der große Vorteil ist die minimale Staubentwicklung beim Anrühren des Mörtels. Der Erfinder führt es vor. Wir haben natürlich ganz klar gesagt, weniger Staubentwicklung, ein bisschen wird es immer geben. Ein bisschen wird es immer geben. Ich sage mal, das Sack öffnen, ja. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Aber jetzt kommt's. Kurt entleert die Mörtelpackung im Sack. So soll der Staub drin bleiben. Holt mir das Wasser und fülle die. Füllst jetzt das rein? Die Menge, die es benötigt, fülle ich da ein. Okay. Man sieht, die Staubentwicklung ist gering. Das Wasser ist drin. Und jetzt? Den Sack schließe ich oben zu. Und dann weggerührt. Die Erfindung besteht aus Polyester, innenseitig mit PVC beschichtet. Bis Kurt mit der Größe des Sacks und der Stabilität des Materials zufrieden war, hat er über ein Jahr getüftelt. Nach knapp 30 Sekunden. du hast es gerade gesagt, ganz leise, aber er war ganz verwundert und hat gerade ganz leise gesagt, ist es schon fertig? Ist es schon fertig? Hättest du nicht gedacht? Nein, hätte ich nicht gedacht. 30 Sekunden. Zum Vergleich, mit der Rührmaschine dauert das etwa 3 Minuten. Trotzdem ist die Qualität genauso gut. Nach dem Rühren kann der Sack per Hand mit Wasser gereinigt werden. Jetzt sind Henriette und Michael dran. Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie Estrich angerührt. Okay. Aber das ist auch echt schwer. So, jetzt den Sack drüber. Hat er uns so gezeigt. So, wir gucken, ob du das jetzt hinkriegst mit dem Drehen. Ich versuch's mal kurz alleine. Okay. Du kannst aber mal gucken, ob Staub kommt oder nicht. Bis jetzt sieht es bei dir relativ wenig aus. Ja? Also man muss schon darauf achten, dass man es wirklich auch zuhält, ne? Weil sonst macht es keinen Sinn. Genau. Und jetzt, sobald das Wasser drin ist, oben zumachen, dann zuhalten und immer ein wenig mithelfen drehen. Wie man bei Henriette deutlich sieht, ganz leicht geht es mit dem Rühren nicht. Deshalb entscheidet sie sich dafür, das Ganze zu kneten. Bringt das auch was? Ja? Ja? Noch draufsetzen und dann. Also ich finde, es anzuheben, finde ich echt schwer. Da würde ich, glaube ich, wenn ich das jeden Tag mache, mir einen Bruch geben. Aber so? Ja, man kann es auch am Boden drehen. Ja, am Boden drehen? Ja. Jetzt wollen wir gucken, ob es geklappt hat. Meinst du, es reicht oder glaubst du, wir müssen noch ein bisschen? Also bei dir reicht es auf jeden Fall. Ja, dann nimm doch deinen Sack zuerst und wir gucken mal. Während ich hier noch ein bisschen... Und, wie ist es geworden? Sieht tatsächlich gut aus. Ja? Ja. Na dann, wenn wir mal meinen, eher so wie einen Teig machen, dann wird den mal rübertragen. Jetzt gucken wir mal. Aber auch bei dir sieht es gut aus. Wow. Und das, obwohl ich es nicht geschlagen, sondern wirklich. Das war mit einer etwas anderen Technik. Genau gleich. Aber perfekt, oder? Sieht top aus. Also ich sehe auf den ersten Blick nichts Trockenes. Perfekt verrührt. So für einen Einzelsack, wenn du mal einen Sack brauchst, schnell irgendwo in der Wohnung. Tipptopp. Das war's schon wieder für heute und hier geht's jetzt weiter mit der Umschau. Tschüss.